Yeah, willkommen zurück bei einer weiteren Ausgabe von Klangbild Reaction mit dem Sweeney Man. Und dem Patrick Piano. Yeah, und heute haben wir Shaman mit The Crows. Auch eine weitere Zuschauerempfehlung. Grüße gehen raus an unsere Zuschauer. Vielen Dank dafür, ich bin tierisch gespannt. Episch movie-mäßig. Вокруг туман, а я один лежу, рыдая, закрыв глаза, я бросил мир наверх, взлетая. Auf jeden Fall die Totale aufs Gesicht mit Tränen in den Augen. Ja, auch der Blick, krass, so mit dem verdreckten Gesicht. Okay, fing jetzt schon auch moviemäßig an, wie die Krähe auf dem Schwert gelandet ist. Schöne Sache. Schöne oder weniger schöne? Ja, so schon, nee, ich meine jetzt einfach vom Bild her, die ganze Komposition, der Stil gehalten, auch so in diesem Gräulichen, wie man es kennt aus guten Serien, sage ich mal. So Netflix-mäßig auch. Also wir merken schon mal gleich ganz hohe Produktion. Hier der Protagonist, ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich auch der Frontman, der jetzt hier am Singen ist. Ja, wir werden sehen. Werden wir gleich sehen. Ja, wird sich jetzt hier wahrscheinlich auch einiges abverlangen, schauspielerisch, denke ich mal. Na, mal schauen. Schön. Ich mag so eine Kombination. И все, что есть во мне, беззвучный крик ночной, который точно знает, Schöner Schnauzer. что я останусь здесь, лежать в земле сырой, и надо мной летают. Okay, jetzt natürlich schön. Wir machen auch gleich nochmal 5 Sekunden zurück, damit ihr den Übergang natürlich auch nochmal mitkriegt. Natürlich wieder super geil gebreakt. Danke, Sweeney Man hier. Ne? Er ist hier The Breaking Master. Er ist hier der Breaking Master manchmal, was wir hier für tolle Breaks haben, bildmäßig einfach. Genau, er startet jetzt hier gleich rein. Ansage ein bisschen. Alles sehr episch gehalten. Eingegraben ist er. Ja, ich habe auch gerade überlegt. Sieht so aus wie nur der Kopf auf dem Boden. Ja. Oder er ist halt eben eingegraben. Also thematisch, denke ich mal, auch sehr schwer gehalten, Kriegertum-mäßig. Okay, es geht wahrscheinlich ums Kämpfen, weitermachen. Ansonsten eine klassische Rockproduktion erstmal von der Gitarre, die... Aber alleine schon für diese Szene der Aufwand. Also wenn er jetzt da wirklich eingegraben wurde, ist auch nicht so gemütlich. Also, ne? Wollen wir mal fragen, es sieht ja auch alles so ein bisschen neblig und kalt aus. Mal checken, in welcher Region das ist. Wie immer, da sind wir auf euch auch natürlich immer angewiesen ein bisschen und freuen uns auch drauf, wenn ihr uns tolle Kommentare reinschreibt, wo das Video gedreht wurde, vielleicht, wenn ihr das wisst. Let's check. So. Ворона Und die Krähen kommen raus. Interessant ist auch immer sozusagen, wenn du im Stück Soundeffekte hast sozusagen, die das Ganze noch anreichern. Das finde ich auch immer ziemlich fett. Also in diesem Fall hier diese Kampfszenen und die Schwerter. Ja, kommt auch immer gut. Ne, wir hatten sowas auch. Wer ist mit sowas legendär geworden? Tell me. Enter the Third Chamber? Was ist Third? Ich weiß es nicht. Enter the Third Ding, 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 Wu-Tang ding. Clan. Wu-Tang Clan, natürlich, ne, gleich am Anfang. Diese krassen Kampfszenen immer. Ching, 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 ching. Auch in der Musik drin, super geil, so diese Schwertgeräusche. Ich liebe es. Herrlich. Hier natürlich auch passend zum Video natürlich. Jetzt frage ich mich, ob das die Musik für einen Film war. Ist ja auch alles sehr, sehr, sehr filmmäßig, episch gehalten. Cineastisch aufgebaut. Interessant fand ich jetzt auch den Switch. Ja. Am Anfang der Kopf liegt so auf dem Boden. Er singt raus, er lässt raus, ne, die Emotionen kommen raus. Die Krähen fliegen raus. Ja, 3D-Animation. Und ihn erwischt es jetzt. Ja, gehe ich mal von aus. Ich glaube nicht, dass er die alle so Künstler-Zaubermäßig. Erstmal so 10 Krähen, das hat mir Spaß. Вокруг туман, а я
один. Okay, so letzter Überlebender-Style nach dem Scharmützel. Die Schlacht neigt sich dem Ende zu anscheinend. Ja, hier so mit zwei Pfeilen im Leib. Das ist natürlich auch, ja, fragwürdig, ob man da selbst noch so der Meinung ist, der morgige Tag wird noch locker kommen. Aber cool gemacht. Ja. Alles auch wirklich schön filmmäßig, ne? So, zack. Schön mit Nebel und Schwertern und Brennen. Coole. Ich meine, sind jetzt aber wahrscheinlich auch nicht hunderte Leute gewesen, also einige haben jetzt da wahrscheinlich schon mitgemacht, wenn das jetzt wirklich Ja, alles stimmt, das werden fürs schon Video so gedreht wurde und jetzt nicht aus einem Film rausgeschnitten ist, wo er jetzt die Musik für gemacht hat, dann erstmal ganz, ganz große Props an die Kostüme und an die ganzen Designer, die daran gearbeitet haben. Ne? Das ist schon alles ziemlich große Klasse so. Und auch, ja, dieses ganze Bild dazu gehalten. Okay, lass mal weitermachen. Лежу, рыдая, закрыв глаза, я бросил мир наверх, взлетая. И In schweren Zeiten am Glauben festhalten. Ja, oder, keine Ahnung, vielleicht reißt er es auch gleich ab. Er sieht auf jeden Fall sehr verstört aus. Naja, ist ja auch nichts Alltägliches. Ist ja nicht so auf dem Weg zum Schulhof erstmal ordentliches Scharmützel-Style. Nein, Gott sei Dank nicht. Aber darf man auch nicht vergessen, damalige Kriegsführung, ein sehr, sehr blutiges Handwerk auf jeden Fall. Ja. Ich gehe mal schon davon aus, dass jemand, der vielleicht sowas vorher noch nie erlebt hatte, auf einmal dann sowas zum ersten Mal erlebt, vielleicht jetzt so letzter Überlebender Style, schön geschauspielert auch, erstmal auch an allem zweifelt. So. Klar. Mal schauen, wie es weitergeht. Also das Video erzählt tolle Geschichte. Ganz, ganz всё, große что Bilder. есть со мной, мои грехи и дождь, который все смывает, а мне опять поют. Ich denke mal auch, er betet wahrscheinlich. Also ihm ist auch klar, dass das Ende ist wahrscheinlich nah. Also Pfeil links und rechts. Gut, unter Umständen könnte man es vielleicht wirklich retten. Zu der damaligen Zeit, wer weiß. Vielleicht auch noch unter guten Ärzten. Aber ihr merkt, ich schweife da ein bisschen ab. Ich finde die Szene einfach cool gemacht. Ne? So wie er das als letzter Überlebende mit den zwei Pfeilen im Wamst da jetzt so hingeht und sozusagen, ja, weiß nicht, mit allem abschließt. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ja. Холодные ветра, и надо мной Die Rüstung toll. летают вороны мои, вороны мои, вороны мои. Also, Als ob er sich nochmal alles so durch den Kopf gehen lassen wird. Und weiß ich nicht, wer ist er so? Der Krähenmann? gibt ja auch sozusagen immer die Ansage, dass sozusagen, wenn du kurz vorm Tod bist, dass dein Leben nochmal Revue passiert. Ne? Ja, okay, Und, gut, auch eine schöne Anspielung darauf bestimmt. Also ist ja auch filmisch jetzt so ein bisschen so gehalten, dass immer Rückblick anscheinend ist, wo die Schlacht halt noch da stattgefunden muss ja hat. auch eine heftige Schlacht gewesen sein, ne, wenn du so die Szenerie kurz siehst, die Kulisse. Also cool gemacht. Na, auch wirkt jetzt auch nicht irgendwie billig oder so. Nee. Könnte jetzt auch locker Hollywood-mäßig mal kurz so mithalten. Man möchte eigentlich sogar noch mehr von den Schlachtszenen sehen, so, weil es einfach ein ganz toller, großer Aufbau ist. Andererseits mal kurz ein bisschen Videoanalyse. Der Kopf am Anfang, der die Krähen ausspuckt. Und der Sänger, der mit den Krähen ja die ganze Zeit so tanzt. Man sagt ja auch nicht umsonst, ne, am Ende des Schlachtfelds, ne, so die Reste holen sich dann die Vögel oder die Krähen in dem Fall. Ne, so, Oder die Aasgeier. oder die Aasgeier halt so. Ist schon interessant, weil er halt eben auch komplett vom Outfit her auch anders gehalten ist. Ne, er hat so den schwarzen Mantel, so dann auch cool mit den blonden Haaren, der Kontrast dazu so. Ja. Und mit diesen leichten Dreads, glaube ich, wenn ich richtig gesehen habe. Und dann halt eben die Krähen immer dazu. Ja. Also nach dem Motto, weiß nicht, als wäre er der Tod vielleicht so. Ein bisschen so diese Symbolik im Video, weißt du, er ist so der mit den Krähen so. Ja. Und am Ende holen sich alles die Krähen. Okay, ihr merkt, da gibt es wieder ganz viel zum Reinspekulieren.
Ne? Wenn ihr Lust habt, Interpretieren, ja. reinschreiben bitte in die Kommentare, diskutiert darüber ein bisschen. Wir werden uns auch einmischen. Allein die Kulisse, mach mal kurz Stopp. Allein die Kulisse mit all den Leuten, die da liegen. Ja. Die Rüstung, die Schwerter und man hat jetzt auch gesehen, das ist jetzt nicht nur vorne und der Rest ist im Computer bearbeitet, das ist da schon so ein Feld so. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei so Ritterspielen vielleicht gedreht wurde. Ja. Ne, die machen ja auch manchmal so historische Schlachten und so. Ja. Ziemlich cool eigentlich da, bei sowas ein Video zu drehen. Oder dass es halt jetzt wirklich für einen Film war. Bitte in die Kommentare schreiben, wenn ihr was darüber Bescheid wisst. So. Auch wie so eine Szene gemacht werden. Letztens hatte ein Kollege auch gesagt, es ist wieder Ritterspielsaison. Und da will er dahin, haben uns dann übers Essen unterhalten und so eine Sachen halt. Also, ziemlich cool, ich will jetzt gar nicht abschweifen. Aber nur mal so an alle da draußen, wenn natürlich die Möglichkeit hat, im Frühjahr sich sowas mal anzugucken. Schön finde ich auch auf jeden Fall hier gerade, Macht es. wie sozusagen die Kamerafahrt sozusagen um den Protagonisten immer so rumfährt und mit den Vögeln sozusagen. Das ist also eine wild gehaltene Kameraführung im Kontrast zu dem recht stillen Bild am Anfang, zu dem der dann halt eingegraben war. Stilistisch, wie könnte man das am besten drehen? Mit vielleicht so 2, 3 Kameras, Also die sich sogar gleichzeitig bewegen in dem Moment. Wahrscheinlich wird es am Kamerakran gewesen sein, der halt sozusagen so rumschwenkt. Der so rumschwenkt, okay. Ja. Also jetzt nicht, dass er in dem Moment noch so eine Bauchkamera selber hat, die sich vielleicht mit um ihn Das rumdreht. glaube ich Sowas in gibt's dem ja auch Fall so. nicht, weil er relativ weit ist. Also jetzt gerade ist näher dran, also closer. Ja. Aber davor waren viele, die ein bisschen weiter waren. Na, bei Matrix damals zum Beispiel, weiß ich noch, war ja riesen Sensation mit dem Kick, glaube ich, von, wie hieß es, Trinity, wo sie da so dieses Standbild mit dem Kick und dann haben die da etliche Kameras aufgebaut gehabt. Weiß ich gar nicht, wie viele das waren bestimmt 30, 50 Kameras und dann dieses Einzelbild so zu nehmen, um diesen Effekt zu erzeugen. Klar, so einen Effekt haben wir hier jetzt nicht, aber auch vieles ist viel, viel leichter geworden. Durch Drohnen, die Kameratechnik, ne, auch Bildstabilisatoren, die mittlerweile in der Software drin sind. Ziemlich cool. Wäre ein Thema für unser Podcast. Ja. Ne, sich mal sowas thematisch vorzunehmen. Okay, jetzt hat sie doch erwischt. Schöner Kameraslide, so dann auch mit den Augen. Auch schön gespielt, also wirklich auch die Dramatik, die Leblosigkeit auf einmal. Große Klasse. Jetzt kommt ja hier gerade wieder der Drop und es wird sozusagen rüber geswitcht in eine... Jetzt haben wir doch wieder den Kopf im Boden, oder? Jetzt haben wir wieder einen Kopf im Boden. Okay. Das ist auch so eine krasse Symbolik halt, so der Kopf aus dem Naja, Boden. So. also dieser Kopf im Boden ist ja sozusagen, da wirst halt ja von deinen Feinden eingegraben, so dass du sozusagen da dann den langsamen, qualvollen Tod... Meinst du, dass das jetzt bei ihm so er ist einer der Gefangenen, foltermäßig und so? Würde ich jetzt mal rein War auf interpretieren, jeden so. Fall, Also, klar. Ne, damals eine gängige Art, mit seinen Feinden umzugehen. So. Ziemlich krass auf jeden Fall. Na, wenn man mal bedenkt, so bei uns, wir beschäftigen uns ja eigentlich mit Musik überwiegend und da geht es halt immer darum, um die Gemeinsamkeit und Verbindung, auch im Menschsein, ne? Und wenn man dann halt so eine Kontroverse natürlich dann auch sieht, videomäßig sehr, sehr gut gemacht, filmmäßig, zeigt halt eben eine andere Seite des Menschseins einfach auch. Ja. Ne, das ist so, zeigt halt eben auch die Abgründe auf, wie Menschen halt eben ja nicht miteinander umgehen sollten. So. Okay, lass mal weiter gucken, bevor wir jetzt völlig in philosophische Themen abschweifen. Ja, ist nicht nur ein Kopf, alles klar. Auch eine Menge Arbeit, so eine Szene ja zu drehen. Also muss die Leute erstmal alle einbuddeln. Das ist schon erstmal ein Loch ausheben, Leute rein, einbuddeln, später musst du alle wieder rausholen. Einfach nur für diesen kurzen Moment. Lässt du kurz drin. Ist schon eine krasse Arbeit, also auch eine krasse Mühe, lässt du kurz drin. Die sich hier die Leute gemacht haben. Super. Okay, und jetzt hier sozusagen, jetzt ergreift er das Schwert. Auch krass mit diesem schwarzen Ledermantel. Ich gehe mal davon aus, dass es Leder ist. Und okay, steppt jetzt so ins Finale halt.
Die Engelflügel. Ja, okay, also, weiß ich nicht. Engel des Todes vielleicht. Er war der Engel des Todes, so. Tja, ihr merkt, ganz viel Raum für Spekulation. Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr das fandet. Der Engel Krasse des Nummer. Todes. Krasse Nummer hier heute. Ganz, ganz großes Video, ganz, ganz große Stimme auch. Jetzt auf die Musik Große sind wir Produktion, ja. Ein bisschen weniger eingegangen, weil einfach die Größe der Produktion und die Bilder jetzt auch sehr, sehr gewaltig waren. So. Ja. Super cool. Den jungen Mann werden wir auch mal ein bisschen im Auge behalten. Schaman. Große Stimme. Und Vielen die lieben Krähen. Dank für Die Empfehlung? Genau, die Empfehlung. Also super wieder mal. Ich hoffe, euch hat die Sendung da draußen gefallen. Ich hoffe, dir hat die Sendung gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, unterstützt uns mit einem Kaffee, ne, unten in der Beschreibung. Ansonsten, Originallink ist unten wieder mit verteilt. Der Vom Video. Affiliate-Link ist natürlich auch mit bei. Dankeschön, genau, vom Video. Und ansonsten, ihr wisst, wenn ihr Lust auf Komposition habt oder Meine Live-Musik Beats. oder Beats, ne, Sweeney Mans Beats auch mal auschecken. Checkt auch den Link. Schreibt uns einfach an. Ne? Wir antworten immer, manchmal dauert es ein bisschen. Wir antworten ja auch immer in den Kommentaren. Freuen Und uns auch auf ansonsten- deinen Kommentar. Ihr kennt die Prozedur. Einschalten, liken, weiterverteilen und bis zum nächsten Mal. Wir sagen vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und Peace out. out.